Hallo meine Lieben, ich weiß, heute ist ein bisschen ein spezieller Tag für mich, um Video hochzuladen, aber ich habe vor einigen Tagen etwas bekommen, was ich euch heute endlich zeigen darf, und zwar geht es um einen neuen Laser. Ich habe ja vor circa einem Jahr meinen M1 Laser von Xtool gekauft und euch da auch ganz viele Videos gezeigt, und versteht mich nicht falsch, ne? Ich finde diesen Laser immer noch absolut toll und ich würde den auf jeden Fall auch immer noch weiterempfehlen. Aber ihr kennt mich ja ein bisschen, ne? Ich probiere halt einfach sehr gerne neue Sachen aus, und deshalb habe ich mich extrem gefreut, dass mir Xtool einen neuen Laser zur Verfügung gestellt hat, und zwar ist das der S1. Ich werde euch heute in diesem Video so ein bisschen was zu den Spezifikationen sagen, ne? Werde euch das Gerät natürlich zeigen. Dann im zweiten Teil dieses Videos werde ich euch auch zeigen, wie einfach ihr dieses Gerät aufbauen könnt mit der Erhöhung, weil da gibt es auch ein bisschen was Spezielles, was ich euch dann dazu sagen kann. Und dann werde ich euch heute aber auch gleich ein zweites Video hochladen, wo ihr dann auch die ersten paar kleinen Projekte damit seht. Und weil ich das Gerät natürlich wirklich testen wollte, werdet ihr in den nächsten paar Tagen noch weitere Videos bekommen. Ich bin da wie immer auch ganz offen und ehrlich mit euch. Ich bin immer noch kein Laser-Experte, ne? Ich mache das erst seit einem Jahr und nur als Hobby. Von dem her zeige ich euch das Gerät einfach so, wie ich das gerne anwenden werde, und mit dem Wissen, was ich halt einfach habe. Und ich kann auch keinen jetzt Vergleich ziehen zu anderen Lasergeräten, außer jetzt eben den M1. Und ja, da gebe ich euch einfach mein Wissen mit auf den Weg, damit ihr dann seht, was das Gerät so kann im Rahmen dessen, wo ich das eben für verwenden werde. So, lange genug gequatscht. Wir gehen jetzt auch gleich rein ins Video nach dem Intro, damit ihr seht, wie dieses Gerät aussieht und was da so die Eigenheiten sind. Ihr seht, das ist der neue Laser, der S1 von Xtool. Hat schon eine Größe, vielleicht vom Gewicht her, der ist 20 Kilo ohne die Razer Base. Mit Razer Base kann ich es euch nicht genau sagen. Von der Größe her muss ich kurz ein bisschen spicken. Wir haben von der Länge her 76,5 cm, von der Breite her haben wir 56,1 cm und von der Höhe haben wir einerseits, wenn ich jetzt so wie ich den Aufbau habe mit der Razer Base zusammen, also mit der Erhöhung, sind wir bei 26,8 cm. Wenn ihr das Ganze ohne die Razer Base nehmt, das heißt, das würde dann bis hier hingehen, dieser Teil hier unten ist die Razer Base, dann seid ihr bei 18,3 cm. Ja, das sind die Maße schon mal vom Laser. Was anders ist als beim M1 zum Beispiel, ist die Öffnung, dass ihr, beim M1 hatten wir ja den Eingriff quasi von oben, hier habt ihr so halb von oben, aber auch hier dann von der Seite, wo man das so öffnen kann. Und jetzt kommen wir auch schon zum Speziellen von dem Ganzen, nämlich, dass ihr, egal ob ihr den mit oder ohne Erhöhung nehmt, dass das eine Klasse 1 ist. Das heißt, es ist ein geschlossenes System, weil nämlich, wenn wir die Erhöhung ranmachen, dann wird das mit dem Boden fest verschraubt und dadurch könnt ihr das auch nirgends öffnen, bis auf hier diese Abdeckung. Und da hat es natürlich einen Sensor drin. Das heißt, wenn ich den öffne, während der Laser läuft, stellt er automatisch wieder ab. Das heißt, hier die Verbesserung, so wie ich das verstanden habe, war das genau das Problem eben beim M1 Laser, wenn man die Erhöhung hatte, dass das keine Klasse 1 mehr war, weil es eben kein geschlossenes System ist. Und das haben wir eben hier gelöst, weil das miteinander fest verschraubt ist, und eben wenn man dann hier über die Abdeckung öffnet, schaltet der sich aus, wenn ihr den öffnet, und ja, dadurch ist es eben ein geschlossenes System.
Und somit haben wir auch nicht mehr die Einschränkung, dass das nur Gewerbe mit der Erhöhung kaufen kann, sondern auch Privatpersonen. Ne? Also das finde ich schon mal eine super Sache. Bleiben wir auch gleich beim Thema Sicherheit. Ihr habt hier auf der Seite, ich versuche das kurz ein bisschen zu drehen, hier habt ihr einen roten Knopf auf der Seite und das ist der Notschalter. Das heißt, wenn irgendetwas ist, dass ihr schnell reagieren müsst, dann könnt ihr das über diesen Notschalter machen, dass ihr den abschaltet. Und ich sage es in jedem Video, aber ich werde es auch hier wieder sagen, ne, wenn ihr lasert, bleibt ihr dabei, weil ihr könnt den Schalter auch nur betätigen, wenn ihr daneben steht und seht, dass etwas passiert. Also von dem her, ne, Laser immer dabei bleiben und nicht einfach, ne, ich bin meistens dabei, sondern ihr bleibt dabei, wenn ihr lasert, bleibt ihr beim Laser. Und guckt, dass da nichts passiert, weil wenn was passiert, ne, das geht extrem schnell, wenn man da irgendwie mit dem Laser zu lange auf einem Punkt bleibt oder zu stark lasert, dass ich etwas entflammen kann. Ja, von dem her hier Ausschalter. Das Weitere auch noch zum Thema Sicherheit. Ihr habt auch mit im Paket drin 2 USB-Stecker und das sind Schlüssel. Ohne diesen Schlüssel könnt ihr das Gerät nicht bedienen. Das heißt, da haben wir noch eine zusätzliche Sicherheit. Das heißt, wenn der Schlüssel nicht drin ist, läuft das Gerät auch nicht. Ihr müsst den Schlüssel reinmachen neben diesen USB-Stecker, dass das Ganze auch läuft. Von der Abluft her, wir haben auch hier wieder ein Rohr, was ihr hier hinten dran befestigt. Das seht ihr dann nachher beim Aufbau noch. Es gibt Leute, die leiten quasi die Abluft durch ein Fenster raus oder was auch immer. Ich selber habe den Abluftfilter vom M1 genommen, also diese Blockbox, wo auch ein Filter drin ist, und habe die hier angeschlossen. Etwas weiteres, was ich auch gerne empfehle zum Lasern, ist, dass ihr einen Air Assist habt, weil ihr da halt einfach schönere Ergebnisse auch bekommt, also weniger Schmauchspuren quasi. Und das Schöne hier bei dem Gerät, wenn ihr den M1 schon habt und da schon den alten Air Assist habt, den könnt ihr demontieren und hier anschließen. Das geht. Denkt einfach dran hier bei diesem Noppen, dass ihr dieses blaue Teil quasi einmal reindrückt, dann könnt ihr den Schlauch dann auch rausnehmen, der hier drin hängt, und dann könntet ihr den hier auch anschließen. Ich fand es cool, dass ich einen neuen habe, und zwar, weil der wird direkt mit einem Kabel an den Laser angeschlossen und somit habe ich keine weitere Stromzufuhr, die ich benötige, sondern der speist sich dann über den Strom vom Laser. Und das andere ist auch, dass ich hier vorne drauf einstellen kann, wie stark der laufen soll. Ich kann auf Auto, dann stellt er sich automatisch ein, Off, oder ich kann von Stufe 1, 2, 3 bis Max gehen. Und da stellt ihr natürlich dann so ein, je nachdem, was ihr macht. Wenn ihr ein Holzlaser, das ihr schneidet, braucht ihr ziemlich sicher maximal. Wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr ein Acryl graviert oder sowas, könnt ihr auch tiefer gehen. Also da müsst ihr dann dementsprechend, was ihr verwendet, die richtige Stufe einstellen, oder ihr macht es eben auf Auto, dann stellt er sich automatisch ein. Aber hier nur zum Sagen, ich würde einen Air Assist empfehlen, aber wenn ihr schon einen habt, könnt ihr auch den alten verwenden. Ne? Geht auch. Hier hat einfach, ihr habt eine zusätzliche Stromquelle, die ihr braucht, und da könnt ihr es auch nicht einstellen, sondern er ist entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet. So, ich habe euch jetzt so ein bisschen näher herangenommen. Was ich hier zur Abdeckung auch noch sagen wollte, die ist so gemacht, dass ihr da keine zusätzliche Schutzbrille tragen müsst, sagt Xtool, weil hier die beiden Wellenlängen, die möglich sind hier drin, dass die rausgefiltert werden. Und eben, wenn ihr den öffnet, dann schaltet sich der Laser automatisch aus. Ich habe, wie gesagt, die Razer Base habe ich eingebaut, und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, quasi, weil es ist ein Laser, also ist der Laserkopf quasi das Wichtigste. Und dann kurz hier nach vorne. Und
hier, ich weiß nicht, ob ihr es vom Spiegeln seht, aber da steht drauf 40 Watt. Ihr könnt, wenn ihr den kauft, könnt ihr definieren, wollt ihr ein 20 Watt oder ein 40 Watt oder es gibt auch noch ein Infrarotmodul, was dann mehr für Metalllasern ist oder sich auch ein bisschen besser eignet fürs Acrylgravieren. Aber das sind die 3 Möglichkeiten. Von den Möglichkeiten, er ist natürlich von der Power massiv stärker und daher habt ihr auch mehr Möglichkeiten. Nur ein Beispiel, der kann 18 mm dickes, solides Holz durchschneiden. Na, geht mit dem. Was ihr hier nicht mehr habt, ist, dass ihr eine Kombi habt, wie beim M1 von wegen Lasern und Plotten. Das heißt, hier ein zusätzliches Messer oder so ist nicht drin. War für mich jetzt nicht so wichtig, habe ich auch nur einmal verwendet, nämlich um euch das zu zeigen. Aber ich denke mal, viele, die auf meinem Kanal sind, haben selber auch einen Plotter zu Hause. Von dem her verwende ich fürs Schneiden meinen Plotter, fürs Lasern verwende ich den Laser. Ich nehme euch noch ein bisschen näher ran, um noch euch etwas zu zeigen. Und zwar auf der Seite seht ihr, dass es hier eine Nadel hat. Ich muss hier kurz spüren, hier ist sie. Hier drüben ist eine Nadel und das ist zum Fokussieren. Also der fokussiert nicht mehr mit diesem Punkt, sondern was der macht ist, wenn ich sage Autofokus im Programm drinne, dann spickt hier diese Nadel raus. Und das Schöne ist eben jetzt bei diesem Laser, dass der sich auch auf der Z-Achse bewegt. Das heißt nicht nur hin und zurück und von vorne nach hinten, sondern der kann sich hier auch drinne bewegen. Das heißt, wenn ich sage Automessung, spickt eben dieser Stift hier drüben, der spickt raus und dann geht der ganz langsam runter, bis diese Spitze ganz, ganz fein auf dem Material auftrifft und so misst er es. Dann geht er quasi da nach hinten, dort drüben hat es, sieht es jetzt gerade nicht, ja, es wird ja wahrscheinlich zu dunkel sein. Hier hinten hat es so eine kleine Erhöhung, dahin fährt er dann und geht mit der Spitze da drauf, so dass er die Spitze dadurch wieder einfährt und die euch dann beim Lasern nicht in den Weg kommt. Das heißt, wenn ich Auto messe, macht er genau diese Schritte. Das heißt, es spickt raus, er fährt runter bis zum Material, misst es so, geht dann nach hinten auf diesen Punkt und fährt da die Spitze wieder ein. Funktioniert das, was ich bis jetzt getestet habe, wirklich super. Dann, was ich hier auch noch vergessen habe zu sagen mit dem Modul. Also ihr seht, ich habe jetzt ein 40 Watt Modul. Wenn ihr aber sagt, nö, ich nehme jetzt mal 20 Watt, könnt ihr auch das kaufen, montieren. Da zeige ich euch dann, wie ihr das montieren könnt. Und wenn ihr dann ein anderes Modul einsetzen wollt, geht das ziemlich einfach. Ich nehme hier kurz das Infrarotmodul, dann kann ich euch das zeigen. Ich habe hier auf der Seite einen Noppen für den Schlauch dran zu machen, das für die Kabel dran zu machen, drauf zu stecken. Dann habt ihr hier hinten so einen Noppen, der kommt dann da hinten dran. Dann kann man das runterstoßen, dass der fest sitzt und dann habt ihr hier vorne noch 2 Schrauben. Das ist alles, was ihr machen müsst. Das heißt, wenn ich jetzt das austauschen will, kann ich hier einfach Kabel wegnehmen, den Schlauch wegnehmen, das hier dran machen, die beiden Schrauben hier oben lösen, das hochheben und rausziehen und dann dieses Modul hier reinmachen. Es ist wirklich super einfach. Das heißt, ihr müsst nicht ein neues Gerät kaufen, wenn ihr dann ein anderes Modul verwenden wollt, sondern ihr könnt hier ganz einfach das Modul austauschen. Was auch neu ist, ihr seht hier nirgendwo eine Kamera. Und es ist auch so, dass der keine Kamera hat, sondern das Positionieren funktioniert auch ein bisschen anders. Ihr werdet es heute auch gleich in meinem ersten Video sehen, wie das funktioniert, wie ich den positionieren kann. Morgen gehe ich da noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber das Thema ist, die Kamera, wenn man die verwendet hat, und das habe ich ganz ehrlich gesagt fast nie gemacht, weil ich konnte mich nicht drauf verlassen. Die hat so einen Fischauge-Effekt, wo, egal wie ich das versucht habe, gut zu positionieren,
Ich lag immer daneben, wenn ich dann einen Rahmenabfahren gemacht habe. Von dem her konnte ich mich da nicht so richtig drauf verlassen und habe das immer entweder, dass ich mit Schablonen gearbeitet habe oder dass ich eben mit Rahmenabfahren gemacht habe oder mich irgendwie am Wabengitter orientiert habe. Aber die Kamera habe ich praktisch nicht verwendet bis jetzt vom M1. Mir gefällt dieses System hier ganz ehrlich gesagt besser, weil wenn der eingeschaltet ist, kommt einfach ein rotes Kreuz oder Fadenkreuz, wird mir angezeigt. Dann kann ich, der Laserkopf, der lässt sich auch in eingeschaltetem Zustand, lässt er sich verschieben. Das heißt, ich schiebe dann einfach dann dahin, wo ich das haben will. Das Fadenkreuz leuchtet, dann kann ich das genau dahin platzieren, wo die obere linke Ecke ist von meinem Element, was ich lasern will. Und dann gehe ich rüber auf meinen Arbeitsplatz im Computer und da wird mir auch angezeigt, wo der Laser im Moment steht. Also wo dieses rote Fadenkreuz ist, sehe ich auch auf dem Computer. Wenn ich eine Fläche habe, zum Beispiel ein Holzbrettchen, wo ich sagen will, ich will das einfach mittig platzieren, kann ich auch das machen. Das heißt, ich würde den dann einfach auf die obere linke Ecke schieben, dann hier auf die Einschalttaste einmal draufdrücken, dann merkt er sich die erste Position. Dann schiebe ich das Ganze auf die untere rechte Position. Upsi, drücke auch da nochmal auf die Taste und das ist quasi diese Zwei-Punkt-Orientierung und daraus berechnet er sich dann die Fläche und dann sehe ich die auch auf meinem Arbeitsplatz und kann dann mein Motiv genau dahin platzieren. Also ich finde das, was ich bis jetzt gemacht habe, massiv einfacher zum Anwenden als diese Kamera. Was hier dann weiter auch noch möglich ist, dadurch, dass sich der Laserkopf eben auch in der Z-Achse verschieben kann, ist, dass ich leicht gewölbte Materialien auch lasern kann. Da habe ich dann nicht nur diese 2 Punkte, die ich abmesse oder abmessen lasse oder definiere, sondern ich habe noch mehr Punkte. Schauen wir uns dann auch noch genauer an in einem Video, aber da kann ich dann einfach den auf verschiedene Punkte setzen und dann merkt er sich, wie die Wölbung ist und berechnet quasi den Rest, dass er das schön verteilt hat und dadurch kann ich auch dynamisch lasern. Das heißt, er geht bei der höchsten Fläche, bleibt er dann am höchsten oben und wenn es dann die Wölbung nach unten hat, fährt er auf der Z-Achse auch nach unten. Also hier dynamischer Fokus ist auch möglich. Was ich hier drin habe, ist das Wabengitter und ihr seht, ich habe das durchaus auch schon verwendet in den Tagen, wo ich den jetzt ausprobieren konnte. Das könnt ihr echt, dadurch, dass es nicht die ganze Fläche ausfüllt, finde ich, lässt sich das auch einfacher rein und rausnehmen. Ich zeige euch das kurz. Ich kann, hier drüben habe ich Platz, das heißt, ich kann das hier einfach rüberschieben. Das ist ein bisschen doof für mich, weil ihr da steht, wo ich normalerweise stehen würde, aber ich versuche es gerade. Kann das einfach abheben, rausnehmen und er schlägt nirgendwo mehr an, wo ich das beim M1 jeweils das Problem hatte. Rein einfach wieder schön auf diese Schiene legen. Ich kann es an beiden Stellen oder auf beiden Seiten anfassen, weil ich halt diesen Platz habe und dann schiebt ihr das einfach ganz rechts nach drüben. Und das ist auch die Position, die ihr, wo ihr das reinmacht. Eben dieses ganz nach rechts schieben, wenn ihr lasern wollt. Arbeitsfläche interessiert euch sicher auch noch. Da haben wir 49,8 cm in der Breite, 31,9 cm in der Höhe. Das aber mit dem 40 Watt Modul. Und mit dem 20 Watt Modul, da habt ihr ein bisschen mehr Platz. Das sind es in der Breite sind es auch 49,8 cm. Hier in der Höhe sind es 33 cm. Ganz einfach darum, weil dieses Modul ein bisschen kleiner ist, wenn es 20 Watt ist. Dann durch diese, ihr habt es vorhin gesehen, als ich das Waffengitter rausgenommen habe, da kann ich eben auch das Rotary Tool reinmachen. Was ich jetzt schon habe, das R2, das was ich auch schon mit dem M1 genutzt habe, kann man hier wunderbar auch verwenden. Und vom Verwenden her, ihr könnt
das Ganze über USB anschließen oder ihr könnt mit Wi-Fi arbeiten. Sonst noch technische Sachen. Geschwindigkeit könnte ein paar interessieren. Da sind wir bei 600 mm pro Sekunde mit trotzdem genauen Ergebnissen. Spot Size, da sind wir bei 0,08 mal 0,1 mm. Und ich bin mir sicher, dass ihr jetzt gerne auch noch den Preis von mir hören möchtet, aber den kann ich euch heute zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufnehme, leider noch nicht sagen. Wir machen es einfach so, wie ich das immer mache. Ich mache euch den Link zum Shop unten in die Beschreibung rein. Das heißt, wenn ihr da auf mehr klickt in der Beschreibung, seht ihr auch die ganzen Links. Dann könnt ihr da drauf gehen und da findet ihr die aktuellen Preise zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video anschaut. Ich denke, das ist die einfachste Lösung. So, das war jetzt eine kleine Zeitreise, weil das Schöne ist beim Videoschneiden, man kann Sachen auch zusammenschneiden. Ihr habt jetzt gesehen, die Spezifikation, wie das Ganze aussieht, ne, was es da alles so rund um den Laser zu wissen gibt. Und jetzt habe ich euch aber auch natürlich den ganzen Aufbau mitgefilmt und miterklärt, damit diejenigen, die sich diesen Laser kaufen oder gekauft haben, dann auch eine einfache kleine Anleitung haben, wie ihr den aufbaut und da eben seht, dass es wirklich auch super einfach geht. Und genau da gehen wir jetzt rein. Ich habe hier ein paar Pakete, weil das Ding schon einigermaßen eine Größe hat. Und das ist einerseits ist das der Laser selber, dann die Razor Base, also die Erhöhung. Dann habe ich ein Wabengitter, ich habe einen neuen Air Assist, weil da gibt es auch ein neues System. Dann habe ich den Laserkopf und das hier weiß ich noch gerade nicht, was es ist. Da gucken wir dann rein. Und ich würde sagen, ich packe das mal alles aus, damit wir da reingucken können und das nach und nach zusammenbauen können. In der Kiste drin war der Laser selber natürlich. Dann haben wir zwei Pakete, die Prism-Stäbe. Dann hier gucken wir rein und einmal das Ganze war wirklich super verpackt, so dass da wirklich nichts passiert, während der transportiert wird. Das heißt, ich habe neben mir jetzt einen Riesenberg an Kisten und ich hatte tatsächlich noch ein zweites Mal Weihnachten, weil als ich die Kiste aufgemacht habe, habe ich gesehen, da ist das 40 Watt Modul schon drin. Also dachte ich mir, was ist denn in der anderen Kiste drin? Und da ist tatsächlich das Infrarotmodul drin, was mich wirklich super gefreut hat. Und ich werde euch dann die Eigenheiten noch zeigen, weil das Schöne ist, ihr könnt mit diesem Laser, ihr könnt den jeweils umbauen. Da gibt es ein 20 Watt Modul, ein 40 Watt Modul und es gibt eben auch das Infrarotmodul. Ich werde dann jetzt so zusammenbauen mit dem 40 Watt Modul. Dann haben wir hier Stromkabel und dann ein USB für das Koppeln an den Laptop oder PC. Und dann haben wir hier auch schon den Schlauch für den Ablufffilter. Und ihr fragt euch vielleicht, warum habe ich da bei der ganzen Sache keinen Ablufffilter mit dabei oder keine Filterbox. Ich kann damit tatsächlich auch mit der Filterbox arbeiten, die ich schon habe von X2, die ich mit dem M1 genutzt habe. Von dem her kann ich da ganz einfach dann mit dem Schlauch da rein. Und ihr habt auch gesehen, ich habe eine Box mit einem Air Assist. Ihr könnt auch den Air Assist vom M1, den könnt ihr hier auch anschließen. Aber der neue hat so ein paar Verbesserungen und deshalb finde ich das super, dass ich euch das auch gleich zeigen kann. Jetzt gucken wir mal, was da in den Boxen drin ist. Hier eben, wie gesagt, die Prism-Stäbe. Das ist in der Box drin, in der hier. Machen wir es auf der Seite auf. Haben wir die ganzen Tools drin. Habt ihr eine ganze Toolbox. Dann eben das 40 Watt Modul. Dann haben wir hier eine Box.
Und da habt ihr auch schon jede Menge Testmaterial mit dabei, was super ist. Und dann hier, da habt ihr ein Prospekt mit dabei für die ganzen Materialien, die es gibt. Und auch die, wo haben wir es? Hier die Übersicht von den Geräten, die es gibt. Und dann haben wir die ganze Anleitung für den S1 Laser Zusammenbau, also das Benutzerhandbuch, und das ist auch in Deutsch. Es ist wie immer, und das liebe ich auch so an Xtool, die haben das wirklich super beschrieben, wie man Sachen zusammenbaut, aber ihr habt das letztes Mal, glaube ich, ziemlich geschätzt, zumindest entnahm ich das den Kommentaren, deshalb zeige ich euch trotzdem, wie wir das Ganze hier zusammenbauen. Als allererstes setzen wir das Lasermodul ein und dafür müsst ihr 4 Schrauben lösen. Das hat hier hinten, hat es dieses Teil hier, da hat es 2 Schrauben drin. Das ist dieses Teil und ihr habt hier auf der Seite auch einen Kleber, wo steht, dass ihr das eben entfernen müsst. Und dasselbe Spiel müssen wir auch auf dieser Seite machen. Jetzt können wir die ganze Schiene auch nach vorne bewegen, damit wir damit arbeiten können. Dann brauchen wir das Lasermodul. Hier hat es einen Anschluss und ein Röhrchen oder einen Zugang für ein Röhrchen. Da packt ihr das rein. Und zwar ist hier, hat es so eine Erhöhung. Das kommt hier oben hin. Und dann eben auch das Röhrchen hier drauf. Dann habt ihr hier einen Noppen und hier seht ihr, dass der obere Teil größer ist und der untere Teil kleiner. Das heißt, ihr macht den in den größeren Teil und lasst den quasi runter gehen. Dann brauchen wir 2 von den Schrauben. Ihr habt hier Schrauben drin, davon braucht ihr 2. Und was ihr macht, ist, dass ihr könnt den hoch und runter bewegen. Und ihr hebt den hoch, dass er auf der Position hier ist. Und dann könnt ihr hier die Schrauben reindrehen. Als nächstes brauchen wir den Entfernungssensor. Das ist dieses Teil hier. Und der hat hier 2 Magnete. Den könnt ihr hier auf die Seite dran machen, damit der schön anliegt. Bevor ich jetzt mit dem Abluftsystem weitermache, werde ich mich kurz noch um die Razorbase kümmern. Und um die zu installieren, müssen wir hier 9 Schrauben entfernen. Ihr habt hier 1, 2, 3 auf der Seite, dasselbe auf der anderen Seite und dann habt ihr hier vorne nochmal 3. Die müsst ihr alle rausnehmen. Und vorsichtig mit dem Laserkopf, dass der wirklich schön hinten ist. Und dann können wir hier die Platte anheben. Und die vorsichtig rausziehen. Wenn ihr das umgedreht habt, dann müsst ihr das wieder fest schrauben und ihr merkt auch, also ihr seht, wo die Löchlein passen. Ich habe hier schon mal die ersten 6 Schrauben gesetzt. Das sind die 3 hier oben und die 3 hier unten. Und hier auf den Seiten haben wir jetzt noch diese beiden Elemente, die da mit verschraubt werden müssen. Und zwar hat eines solche weißen Markierungen, das kommt auf der Seite. Hier oben ist der größere Abstand, hier ist der kleinere Abstand. Auf der Seite die weißen und auf der Seite ohne diese weißen Markierungen. Wie immer, wenn ihr Sachen festschraubt, erstmal das
Ganze locker anziehen, festziehen und erst wenn ihr alle Schrauben drin habt, erst dann festziehen. Dann haben wir noch 4 auf dieser Seite. Und da merkt ihr, wenn ihr es drüber legt, es hat hier je 2 größere Löchlein und die passen hier auf 2 Schrauben als Ausbuchtung oder als Aussparung, so nennt man das, glaube ich. Und der Laser kommt jetzt hier mit der dunklen Schiene hier hinten in diese Ausbuchtung rein. Ich mache das bei mir auf ein Bohrgestell von Ikea. Da hatte ich auch schon den M1 drauf. Das passt ganz knapp. Das heißt, ich mache jetzt den Alben auf mein Gestell drauf und dann kommt hier der Laser rein. Und vielleicht noch zu sagen, wenn ihr den Laser dann hier reinhebt, achtet darauf, dass euer Lasermodul, also die Schiene, dass es nicht nach vorne knallt, sondern versucht es möglichst vorsichtig drauf zu machen oder den vorsichtig anheben, nicht auf eine Seite kippen, dass dann die ganze Schiene nach vorne knallt. Ne? Jetzt müssen wir das Ganze noch befestigen, weil im Unterschied zum M1, beim M1 hatten wir ja das Thema, wenn ihr die Razer Base verwendet oder diese Erhöhung, dass es dann nicht mehr Klasse 1 war. Hier haben wir es aber so, dass wir das fest verschrauben. Da ist vorne dann auch nichts mehr offen und es hat auch einen Sensor, wenn die Bodenplatte fehlen würde, plus eben hier natürlich ein Sensor, wenn ich das öffnen würde, dass den Verschluss hier öffnen würde, dann stellt er einfach ab. Also hier die Sicherheit, so dass dann der auch mit der Razer Base zusammen ein Klasse 1 Laser ist. Jetzt brauchen wir die restlichen 6 von diesen Schrauben, die da mit dabei waren bei der Razer Base. Da haben wir jetzt hier 3 Stellen, wo wir die reinmachen. Und zwar ist es nicht, es hat jeweils 2 Stellen. Es ist nicht das vordere, das runde, sondern es hat hier so ein goldiges Plättchen. Da muss das Ding rein. Und auch auf dieser Seite habt ihr jeweils 2. Ein kleineres und ein größeres. Das Ganze muss in das größere rein. So, und das Ganze funktioniert für euch garantiert einfacher, wenn nicht noch eine Kamera irgendwo dazwischen steht. Aber so haben wir mal die Razer Base drin. Jetzt machen wir auf der Rückseite weiter, aber bevor wir den nächsten Schritt machen, wollte ich euch gleich auch hier noch zeigen, was ihr hier alles habt. Ihr habt hier den Ein- und Ausschalter, dann habt ihr hier den Stromanschluss, dann habt ihr hier das USB-Port und hier unten habt ihr einen Anschluss für einen Schlüssel, weil es ist nicht nur dadurch gesichert, dass ihr einen Sensor für die Bodenplatte habt, plus dass er sich abstellt, dass er ausgeht, wenn ihr den Deckel öffnet, sondern ihr braucht zur Bedienung hier auch einen Schlüssel und da sind 2 auch mit dabei in der Toolbox drin. Dann habt ihr hier, das ist der Anschluss für den Air Assist. Hier habt ihr einen Schlauchanschluss, wenn ihr das Brandschutzsystem habt. Und dann habt ihr hier noch 3 Erweiterungsanschlüsse. Das ist das, was ihr auf dieser Seite habt. Wir machen aber auf dieser Seite weiter. Und zwar müsst ihr hier ganz einfach die Schrauben lösen. Moment.
Moment, ich muss euch ein bisschen weiter wegnehmen. Das ist dann doch ein bisschen nahe. Und alles, was ich rausschraube und nicht wieder einsetze, da mache ich natürlich die Schrauben in die Toolbox rein, damit ich die alle an einem Ort aufbewahren kann. Die Schrauben brauchen wir jetzt tatsächlich auch gleich wieder, weil jetzt machen wir hier dieses Abluftrohr rein und schrauben das gleich wieder an. Und wie gesagt, das könnt ihr an die Ablufttfilterbox vom M1, also das, was wir auch da verwendet haben, könnt ihr das anschließen. Für die, wo der Laser komplett neu ist, da mache ich euch natürlich auch einen Link unten rein, damit ihr seht, von was ich spreche. Wenn ihr keine Filterbox habt, dann müsstet ihr gucken, dass ihr den Schlauch irgendwo durchs Fenster oder durch einen Durchlass nach draußen leiten könnt. Das Gerät würde ich auf gar keinen Fall ohne dieses Abluftrohr verwenden, weil da entstehen schon durchaus Dämpfe und ja, also ich würde es definitiv nicht ohne irgendein System verwenden. Als nächstes kommen wir noch zum Air Assist. Ihr habt auch 2 Ersatzfilter schon dabei. Der Anschluss ist echt super einfach, weil ihr habt ein Röhrchen mitgeliefert. Ein Ende kommt hier rein und das andere Röhrchen kommt hier rein. Und fertig ist es. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man den zusammenbaut und eben am Anfang auch die ganzen Spezifikationen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr den jetzt gerne auch noch in Aktion sehen möchtet. Deshalb habe ich euch heute auch gleich noch ein zweites Video hochgeladen und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und ja, dann seht ihr auch das erste Holzprojekt, was ich damit mache. Plus dann eben in den folgenden Tagen werden natürlich noch mehr Videos kommen, weil ich da wirklich ganz viele Sachen damit ausprobieren wollte. Und ja, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann werdet ihr auch in Zukunft natürlich noch mehr von diesem Laser sehen. Aber das war es jetzt schon mal in diesem Video. Ich hoffe, das war interessant für euch und dass euch das Video gefallen hat. Und natürlich eben auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!